When did you join the Nazi Party, Mr. Witness? Habe ich die Frage richtig verstanden, wann ich Mitglied der Nationalsozialistischen Partei wurde? Yes, that's right. Im Dezember 1931. And did you hold any offices in the party at any time? Nein, ich habe in der Partei kein Amt inne gehabt. You were the head of a trade group in 1938. The Reichsgruppenhandel. Ich war Leiter der Wirtschaftsgruppe Einzelhandel von 1934 ab und von 1938 Leiter der Reichsgruppe Handel. Diese Organisation war ein Teil der Organisation der gewerblichen Wirtschaft und unterstand dem Reichswirtschaftsministerium. Membership in the group that you were the head of was compulsory, wasn't it? Jawohl. When did you join the SS? Ich bin der SS beigetreten 1933 im Sommer. Well, now that was kind of a party office, wasn't it, of a sort? Nein, ein Amt war das nicht, sondern ich habe die Verbindung mit der SS aus der Tatsache, dass in München 165 Kaufleute des Handels eingesperrt waren und aus der Tatsache, dass ich Himmler aus meiner Studentenzeit kannte und ich hatte ihn nie mehr gesehen bis dahin und ich von den Kaufleuten Münchens gebeten wurde, mich um sie bemühen, im Sommer 1933 bekommen. Aber ich hatte kein Amt in der Partei und in der SS. When did you become a general in the SS? Ich bin nie General in der SS gewesen. Ich habe, nachdem ich zum Staatssekretär ernannt war, vom Reichsführer den Rang eines Gruppenführers der SS verliehen bekommen. Gruppenführer, isn't that the equivalent of general in the SS? Ja und nein. Well. Es gab in der SS den Rang eines Gruppenführers oder es gab den Rang eines Gruppenführers und Generals der Polizei oder der Waffen-SS. Aber der Gruppenführer war noch nicht General, wenn er ein Ehrenrang war. Wir hatten auch dies nach außen sichtbar zum Ausdruck, weil wir keine Generalsachselstücke oder eine Generalsuniform trugen. You know Ullendorf pretty well, don't you? Jawohl, jawohl. He worked for you at one time. He was under your supervision. Isn't that so? Ich habe mit Ohlendorf vom Jahre 1938 zusammengearbeitet. You know, he's testified before this tribunal that he supervised the murdering of 90,000 people. Did you know that? Ich habe das gehört. Did you know about it at the time that it was going on? Nein. Did you know Pohl, the SS man, P-O-H-L? Darf ich nochmals um den Namen bitten? Pohl, P-O-H-L. Pohl. D. No, P. Ist mir nicht erinnerlich. Ist mir nicht erinnerlich, einen SS-Mann Dodd zu kennen. Well, do you know a man called Gruppenführer Pohl of the SS? Well, Pohl, I should think you could get Also that nicht to D, him. sondern P, wie Paul.
Jawohl, ich kenne einen Obergruppenführer Pohl. Der Obergruppenführer Pohl war Chef des Verwaltungsamtes in der SS. Did you have conversations and meetings with him from time to time? Ich hatte dienstlich mit Pohl einige Unterredungen, meist sehr unangenehme. Well, that's another matter. How often would you say between 1943 and the time of the surrender did you meet with Pohl to discuss matters of mutual interest between the SS and your own Ministry of Economics? Approximately. Of course, I don't expect you to give an accurate account, but about how many times would you say? Ja, ich muss dazu eine kurze Erklärung geben. Es gab zwischen den... Well, give that afterwards. Give me the figure first. Es gab... Jawohl. Vielleicht drei oder viermal. Es kann auch zweimal nur gewesen sein. Ich weiß es... You mean, well, now are you telling us 3 or 4 times a year or 3 or 4 times during the whole period between 43 and 45? Während meiner Dienstzeit. Jawohl, 3 oder 4 Mal. Es war ja nur ein Jahr. Now, did you talk to him about the Reichsbank or the Ministry of Economics cooperating in the financing of, for the building of factories near the concentration camps? Nein. You know about that, do you? Nein, diese Frage ist überhaupt bei mir niemals zur Diskussion gestellt worden. What did you talk to him about? Es war zwischen dem Wirtschaftsministerium und der SS ein großer Streit entstanden. Und zwar deshalb, weil mich, nachdem ich das Staatssekretariat im Wirtschaftsministerium übernommen hatte, Himmler anweisen wollte, das heißt angewiesen hat, eine Fabrik, die GD Wendt, die dem Gau Berlin gehörte, den SS-Betrieben einzuweisen. Ich habe mich dagegen gestellt und dieser Anweisung von Himmler nicht Folge geleistet. Darüber müssen die Akten sicher noch da sein. Ich habe dann Anweisung bekommen, mit Pohl über diese Frage zu verhandeln. Auch in diesen Verhandlungen und in einer persönlichen Besprechung, die Himmler verlangte und anordnete, habe ich mich gegen diese Anweisung von Himmler gestellt, da ich grundsätzlich gegen die SS-eigenen Betriebe war. Did you talk to the defendant Funk about this difficulty with Himmler and Pohl? Jawohl, weil diese Schwierigkeiten dazu geführt haben, dass Himmler mir im Dezember einen Brief geschrieben hat, in dem er mir sein Vertrauen entzog und mitteilte, wörtlich, er habe weder Lust, weiter mit mir zu arbeiten, noch habe er weiter Vertrauen zu mir. Und dies habe ich dem Angeklagten Funk im Dezember berichtet. Did Funk tell you that his bank was helping Himmler out in the building of factories near the concentration camps? Davon weiß ich nichts. Never heard of that before now? Ich habe bisher niemals davon etwas gehört, dass eine Zusammenarbeit von Funk oder vom Wirtschaftsministerium im Rahmen einer Finanzierung derartiger Bauten oder ähnlicher Dinge war. All right. Now, it's perfectly clear, I think, but I want to make certain that from 1943 to 1945, while you were the deputy to Funk in the Ministry of Economics, the questions of purchasing on the black market and so on in the occupied countries ceased to be of any real importance, didn't they? You said that, I understood you to say a few minutes ago yourself.
im Jahre 1944 und meine Amtszeit kann erst von 1944 an angesehen werden, da ich ja im Dezember ein total ausgebombtes Ministerium hatte und erst wieder in richtigen Arbeit kam im Januar 1944, waren diese Fragen nicht mehr von entscheidender Bedeutung, weil die Entwicklung schon rückläufig war. All right. Now, are you also aware, Mr. Witness, that the Vienna speech to which you referred was made in 1944, and it had nothing to do with the occupied countries, but was directed only at the satellite states? Are you aware of that or not? Die Rede in Wien. Yes, sir. Die Rede. Talk in Vienna, 1944. Jawohl. Ja, es ist richtig, ich sagte das auch. Sowohl die Königsberger Rede als auch die Rede in Wien behandelten nicht unmittelbar die besetzten Gebiete, sondern Europa als Ganzes. Well, it didn't deal with the occupied territories directly or indirectly. Now, have you read that speech? Ich habe sie gehört. Direkt hat es bestimmt nichts zu tun. All right. Now, finally, in view of your testimony concerning Funk and what he thought about forced labor, you know, don't you, that he took an attitude of unconcern about the forcing of people to come to Germany. Do you know that? Nein. Well, you know, he has said on interrogation that he didn't bother his head about it, although he knew that people were being forced to go to Germany against their will. You aware of that? Nein, dessen bin ich mir nicht bewusst. Ich habe mit Funk... Well, all right. If you did know it, would that make some difference to you, and would you change your testimony some? Nein, ich bin mir dessen nicht bewusst, dass Funk diese Einstellung gehabt haben soll oder... Well, very well. Perhaps I can help you by reading you from his interrogation of October 22nd, 1945, made here in Nuremberg. Among other things, he was asked these few questions and made a few answers. As a matter of fact, you were present at many meetings of the Central Planning Board, were you not? He was asked. He said, and Funk answered and said, I only joined the meetings of the Central Planning Board when I required something for my small sector. That is to say, something to do with sport and consumer goods industries, for example. Iron. And I had to fight on each occasion to get just a few thousand tons for my consumer goods industry. The next question was, yes, but during those meetings you attended, you heard, did you not, discussions concerning forced labor? And Funk answered, oh, yes, I did. Question, and you knew from those meetings that the policy was to bring in more and more foreign workers to the Reich against their will? And Funk answered, yes, certainly. And question, and you never objected to that, I take it? And Funk answered, no, why should I have objected? It was somebody else's task to bring these foreign workers in. Oh, yes. Did you believe it was legal to take people against their will from their homes and bring them into Germany? Was the last question that I want to quote to you. And he answered, well, many things happen in wartime which aren't strictly legal. I have never racked my brains about that. Now, if you knew that to be his attitude from his statements made under oath on an interrogation here, would that change your view
about Funk, and would it cause you to change the testimony which you've given before the tribunal here today? Ich kann nur aussagen, was ich selber weiß. Und ich kann mich an solche Äußerungen von Funk nicht erinnern. Ich weiß aber und erinnere mich bestimmt, dass wir öfter über die besetzten Gebiete, über die spätere Entwicklung, europäische Entwicklung, die sich aus der Zusammenarbeit ergeben soll und könnte, über den Arbeitseinsatz damit auch gesprochen haben und dass Funk grundsätzlich einen anderen Standpunkt eingenommen hat, als die Wirklichkeit war und er nicht mit diesen Dingen einverstanden war. Ich kann das nur wiederholen und kann infolgedessen, wenn Sie mich als Zeuge hier fragen, nur das sagen, was ich weiß. Did you go over all of your questions and answers with Dr. Sauter before you took the stand? You knew what you were going to be asked when you came here, didn't you? Herr Dr. Sauter hat mir die Fragen, die Gesichtspunkte erzählt, über welche Gebiete er mich befragen wird, was ihn interessiert. I have no other questions.